Wenn du wissen willst, wie du den Schaden deines Blades um 10 Millionen erhöhen kannst, dann schaust du jetzt dieses Video. Irgendwas muss ich ja sagen, um euch dazu bewegen, dieses Video zu gucken. Und ja. Jedenfalls hat mich Reinigungsfachkraft auf Discord angeschrieben, wegen einem Damage-Test, und zwar Element-Upcut-Stones sollten hier getestet werden. Und ich persönlich spiele nur sehr wenig Blade, also wirklich sehr wenig Blade. Also ich weiß natürlich die Basics und so. Und höre aber von manchen Sachen halt auch zum ersten Mal, weil ich halt persönlich einfach mein Blade halt literally nur für ganz seltene Zwecke benutze. Für 5 Minuten am Tag oder 10 Minuten am Tag oder so, wenn es hochkommt. Oder alle 2 Tage. Deswegen bin ich da natürlich auch nicht der absolute Experte. Und deswegen probieren wir heute was aus, beziehungsweise habe ich schon ausprobiert und ich teile die Ergebnisse mit euch. Also meine Ergebnisse, ich habe es natürlich nachgeprüft, bevor ich ein Video drüber mache. Und lesen wir uns erstmal durch, was hier geschrieben wurde. Also es oben ist nur eine kleine Introduction quasi. Im Endeffekt wurde hier geschrieben, dass quasi manche Leute angezweifelt haben oder verwirrt darüber waren, dass 2 Element-Upcut-Stones bei einem Blade tatsächlich zu einem sehr hohen oder wesentlich höheren Damage führen können, als zum Beispiel nur einen Upcut-Stone, weil es wohl früher mal so war. Also da, wie gesagt, das weiß ich persönlich jetzt nicht, also das ist jetzt nur so eine Vermutung oder Behauptung. Aber früher soll das wohl so gewesen sein, dass das keinen Unterschied gemacht hat oder kaum einen Unterschied. Und jetzt macht es halt einen ziemlich krassen Unterschied. Also ich weiß nicht, ob da was gepatcht wurde, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin kein Blade-Main. Ich kriege sowas, wenn dann nur am Rande mit. Jedenfalls, wie gesagt, gibt es halt Leute, die das angezweifelt haben oder darüber verwirrt waren. Und daraufhin hat eben Reinigungsfachkraft hier diesen Damage-Test gemacht. Also das hier in der Mitte sind die, das könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt, wie der Test durchgeführt wurde. Ist jetzt für uns eigentlich nicht so ultra relevant, würde ich sagen. Interessanter ist dann das Ergebnis. Und zwar wurde hier mit verschiedenen Waffen eben getestet und verschiedenen Elementen. Und was ich hier aber dazu sagen muss, ist die Baseline. Für dich persönlich wisst ihr, deswegen habe ich das auch ein bisschen als Scherz gesagt, dieses Intro, Damage um 10 Millionen erhöhen. Weil unsere Baseline ist ja quasi First-Hand-Waffe mit Electric, Element, und Offhand quasi mit Feuer. Und gekämpft wurde aber gegen einen Wasserdummy. Und ich meine, gut, natürlich, wenn jetzt eine Feuerwaffe gegen einen Wasserdummy kämpft, ist der erste Schaden natürlich extrem gering. Und in den unteren beiden Vergleichen oder ab der Mitte wurde dann immer mit Electric gekämpft. Deswegen ist der Schaden so extrem viel höher. Das liegt hauptsächlich daran, dass hier halt auch literally das falsche Element benutzt wurde. Sonst wäre es nämlich nicht so krass. Deswegen habe ich das mit 10 Millionen gesagt. Also ich meine, ist jetzt nicht schlimm, ist ja egal, was die Baseline ist. Was hier getestet wurde oder was hier das Ergebnis ist, es stimmt ja trotzdem. Aber so kann man halt natürlich, das ist wie bei den Graphen oder so, bei Bilanzen oder im Finanzsektor. Je nachdem, wie du den Graphen darstellst, kann er extrem krass aussehen oder halt extrem nicht krass oder nicht ganz so krass. Und hier ist halt der Fall, hier sieht es jetzt halt wesentlich krasser aus, weil die Baseline halt mit Feuer gemacht wurde, statt zum Beispiel mit einem neutralen Element. Da wäre der Schaden hier wahrscheinlich nochmal um 2 Millionen höher oder so. Aber egal. Jedenfalls haben wir 5 Tests. Und zwar First-Hand Electric und eben Offhand Feuer ist unsere 100% sozusagen. 21,96 und natürlich nicht DPS, sondern 1 Minute lang wurde gekämpft. Also einfach Gesamtschaden ist 21,96 Millionen. Dann das zweite war Electric plus Electric Upcut und weiterhin Feuer, also Offhand unverändert. First-Hand mit Electric Upcut. Schaden schießt um etwas über 3 Millionen in die Höhe. Gut, ist klar, weil wir haben ja quasi Electric Upcut Stone, boostet ja unseren Elemental Damage. Dann das dritte, sozusagen die neue Basis oder auch eine Basis letztendlich, haben wir einfach Doppel Electric mit dem gleichen Schaden wie Feuer Electric mit Electric Upcut plus Feuer. 25,1 Millionen. Dann als viertes haben wir jetzt eben Electric plus Electric und First Hand Electric Upcut, steigt der Schaden auf 27,78 Millionen. Und als letztes haben wir dann beide mit Electric Upcut und da steigt der Schaden dann eben nochmal in die Höhe. Da muss ich jetzt persönlich sagen, kam bei meinem Test ein bisschen ein anderes Ergebnis raus. Also das Ergebnis an sich ist das gleiche. Ich will jetzt ja auch hier nichts andeuten oder nichts anzweifeln im Sinne von, dass da irgendwas irgendwie, sag ich mal, beeinflusst wurde. Ich will lediglich sagen, bei meinem Test kam es tatsächlich was anderes raus.
Und letztendlich sagt uns das aber einfach, der Element Upcut Stone beim Blade in der Second Hand spielt halt eigentlich eine genauso wichtige Rolle wie in der First Hand. Das heißt, ein Blade kann sein Damage tatsächlich doppelt boosten, sofern er eben zweimal das gleiche Element hat, logischerweise, weil jedes Monster im Spiel hat ja maximal ein Element. Das heißt, mit 2 verschiedenen Elementen kann es nicht funktionieren. Oder, kann es nicht funktionieren, weil du zum Beispiel gegen ein Wassermonster kämpfst und gegen Wasser ist ja nur Electric gut. Klar könntest du auch den Schaden zum Beispiel von Feuer boosten, wenn du auf die Feuerwaffe tatsächlich einen Feuer-Upcut-Stone drauf benutzt hättest, oder einen Fiery Stone oder wie auch immer der heißt, dann wäre der Schaden wahrscheinlich auch gestiegen. Er wäre aber natürlich wesentlich niedriger als hier, weil es ja Feuer gegen Wasser ist und das ist einfach nur dämlich. Also du willst dann schon zweimal das gleiche Element, das will man sowieso immer haben, weil das auch einen Unterschied macht. Aber der zweite Element-Upcut-Stone macht tatsächlich auch nochmal einen Unterschied, was by the way nur nochmal beweist, wie geistesgestört unfair und unbalanced Blade ist. Nur mal am Rande bemerkt. Aber ja, jetzt kann ich euch noch meine Ergebnisse mitteilen. Junge, ich habe die ganze Zeit Disconnect, sobald ich den Browser minimiere. Keine Ahnung, was das ist. Genau, und meine Ergebnisse waren tatsächlich folgende. Und zwar habe ich natürlich wesentlich weniger Schaden, weil mein Blade hat halt nur Bloody-Äxte und keine Hernes-Äxte und vor allem auch nicht Ulti +4 oder +5. Aber ich habe eben auch erstmal getestet, ich habe sowieso zweimal Electric drauf, lustigerweise wegen Kriton, hat ja momentan wahrscheinlich die meisten Leute Blitz drauf. Blitz oder Feuer ist, glaube ich, das häufigste, was man momentan trägt. Und ihr seht an der dicken Schrift, das wusste ich vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich auch nicht. Also hier sieht man es tatsächlich auch, aber vor nicht allzu langer Zeit wusste ich ja nicht, dass man das auch in der Schrift erkennt. Finde ich aber eine sehr blöde Kennzeichnung. Ich finde, wenn dann hinter dem Element in Klammern stehen würde, plus Element Stone oder so, wäre eine deutlich bessere Kennzeichnung. Aber das nochmal am Rande bemerkt. Jedenfalls habe ich zuerst natürlich getestet, zweimal ohne Element Upcut. Da kam ich auf 6,8 Millionen Schaden pro Minute. 6,80 tatsächlich, also hier quasi 6,80 M. Dann habe ich nur auf die First Hand den Electric Upcut benutzt. Dann hatte ich genau 800.000 Schaden mehr, nämlich 7,60. Und dann habe ich auf die zweite Hex auch nochmal einen Upcut Stone draufgehauen. Und dann kam ich auf 8,48. Ich wollte schon sagen, sonst wäre es zu perfekt gewesen, ne? Aber nur minimal mehr. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, der Test, der hier mir geschickt wurde, also ich kann bestätigen, der zweite Element Upcut Stone hat eine genauso wichtige Rolle wie der erste. Vielleicht sogar ein bisschen wichtiger, weil er bei mir auch minimal mehr Schaden gemacht hat. Allerdings nur 10%. Also 10% mehr von der Erhöhung gerechnet. Also das heißt quasi, der erste Element Upcut Stone hat meinen Schaden um 800.000 erhöht pro Minute. Was ehrlich gesagt gar nicht mal so ultra viel ist. Aber gut, ich habe jetzt hier natürlich auch keinen Link Attack. Wobei Power-Up, oh mein Gott, ich habe sogar einen Upcut Stone aktiv. Peinlich, aber ich habe kein GT, kein Link Attack. Und ich meine, Link Attack ist der krasseste Boost. Also hätte auch noch mal ein bisschen besser ausfallen können, aber so ist es einfach am unverfälschesten. Und wie gesagt, der erste Element Upcut Stone hat mir quasi 800.000 mehr Gesamtschaden pro Minute gegeben. Und der zweite 880.000, also nur 10% mehr. Und hier sage ich mal, ich habe es jetzt nicht ganz so Sekunden, also er hat auch gesagt, er hat es auf die Millisekunde genau getestet und so. Ich muss ehrlich zugeben, die Mühe wollte ich mir jetzt nicht machen, weil mir ging es jetzt nur darum zu bestätigen, dass das stimmt, dass der zweite Element Upcut Stone eben einen Unterschied macht oder das selber mal auszuprobieren, weil ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert, zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Und um mehr ging es jetzt gar nicht. Also ich glaube, das mit der Millisekunde hätte ich mir sparen können, weil das kostet immer so ultra viel Zeit, sowas in Zeitlupe anzugucken und jeden Hit zu zählen und so. Das überlasse ich jemand anderem heute mal. Aber auf jeden Fall, letztendlich haben wir mehr oder weniger zweimal das gleiche Ergebnis. Also beide Element Upcut Stones in meinem Beispiel haben meinen Schaden um 800.000 pro Minute erhöht. Das heißt eigentlich die gleiche Änderung. Und wie gesagt, das Fazit ist also, beide Element Upcut Stones in First und Second Hand bringen uns den gleichen Damage Boost. Und das heißt, der Blade kann 2 Element Upcut Stones benutzen und bekommt dadurch zweimal die Verstärkung. Was uns zu dem grundlegenden Problem zurückführt, was ich gerade schon erwähnt habe. Blade ist extrem unbalanced, extrem unfair und es wird niemals eine Klasse geben, die auch nur ansatzweise an den Schaden eines Blades rankommen wird, weil allein dieses 2-Waffen-System hat keine andere Klasse und keine andere Klasse kann 2 Element-Upcut Stones benutzen. Wie freaking unfair ist das eigentlich? Also, ich weiß echt nicht, was die Entwickler damals geraucht haben, als sie Blade entwickelt haben. Die haben sich einfach so gedacht, nehmen wir eine Klasse und machen sie einfach 5-mal so stark wie alle anderen. Und alle im Raum nur so, alle nur geklatscht. Sie sind ein Genie. Chef, Sie sind ein verdammtes Genie. Ist das unfair? Ist uns egal. Let's freaking go.
Also es ist schon wirklich verrückt, muss man sagen. Also es ist sehr merkwürdig, warum das immer noch so ist, auch in Fluff Universe. Aber wird sich wohl nie ändern, dass der Blade das Lieblingskind von Gala ist. Und ja. Aber auf jeden Fall, das war die Bestätigung. Also danke an Reinigungsfachkraft. Wie gesagt, kein Front. Ich weiß nicht, warum bei deinem Ergebnis tatsächlich doch eine... Wir können es mal kurz nochmal nachschauen, bevor ich jetzt hier noch was Falsches sage. Also wir hatten jetzt hier bei ihm eine Erhöhung beim ersten Mal um 2,68 Millionen. Und beim zweiten Mal, wie viel sind es da? Uff, Mathe schwierig, ne? Da sind es 3,81. Also schon deutlich mehr, ne? Das ist über 1 Million, 1,2 Millionen tatsächlich. Das ist schon relativ viel, muss man sagen. Lustigerweise, er hat hier, glaube ich, auch geschrieben 100% Crit-Rate. Das habe ich tatsächlich nicht. Also ich kann ja noch meine Stats einblenden. Ich habe tatsächlich nur 89% Crit-Rate. Das heißt, bei mir wäre eine relativ starke Abweichung theoretisch möglich. Wobei relativ stark ist fehlen nur 11%. Das ist jetzt eigentlich nicht so viel. Ja. Also ich weiß nicht genau, warum bei ihm so ein krass unterschiedliches Ergebnis gekommen ist, weil bei ihm hätte es eigentlich noch akkurater, noch genauer sein müssen. Wenn beide Upcut Stones die gleiche Veränderung geben, hätte es bei ihm eigentlich sehr genau sein müssen. Weil man nicht vergessen darf, es gibt ja immer noch High- und Low-Crits. Und anscheinend, je mehr Schaden du machst, desto krasser ist der Unterschied wahrscheinlich. Und ich schätze mal, in seinem zweiten Versuch hier unten hatte er einfach monumental kranke High-Crits. Und mein Damage ist wesentlich niedriger. Das heißt, bei mir ist der Unterschied zwischen Low- und High-Crit nicht so monumental. Und dadurch ist das Ergebnis nicht so stark anders. Also so könnte ich es mir jetzt persönlich erklären. Also wie gesagt. Aber ist ja letztendlich auch egal. Darum geht es gar nicht. Wir wollten einfach nur wissen, bringt der zweite Element-Upcut-Stone was? Und vor allem, wie viel bringt er? Und ich persönlich würde jetzt einfach mein Fazit ziehen und sagen, er bringt genauso viel wie der erste. Das heißt, Blade hat 2 volle Element-Upcut-Stones und kann zweimal damit sein Damage boosten, während alle anderen Klassen ihren Damage nur einmal damit boosten können. Das war das Wort zum Sonntag. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Würde mich wie immer sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Wie gesagt, danke fürs Zusenden. Wenn ihr andere interessante Themen habt, über die ihr so stolpert und ich habe noch nie ein Video drüber gemacht, könnt ihr es mir auch gerne schicken. Dann schaue ich mir das auch gerne an. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schaut auf jeden Fall am Twitch-Livestream vorbei. Tägliche Livestreams auf Twitch. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.